Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für jeden Tag. Hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr praktisches Thema. Ja, es geht um Verkehrsmittel. Auf Englisch Transportation. Wie kommt man von A nach B? Das ist wichtig im Alltag. Jeden Tag braucht man Verkehrsmittel. Zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen. Oder in den Urlaub. Heute lernt ihr viele Wörter. Über Busse, Züge, Autos. Und wie man in Deutschland unterwegs ist. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Los geht's. Max, was sind eigentlich Verkehrsmittel? Gute Frage zum Start. Verkehrsmittel sind Transportmöglichkeiten. Alles, womit man sich fortbewegt. Von einem Ort zum anderen. Es gibt verschiedene Arten. Öffentliche Verkehrsmittel? Und private Verkehrsmittel. Öffentlich bedeutet für alle. Bus, Bahn, U-Bahn. Privat bedeutet nur für dich. Auto, Fahrrad, Motorrad. Beide sind wichtig. In Deutschland benutzt man beide. Fangen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das ist in Deutschland sehr gut. Ja, das System ist ausgezeichnet. Besonders in großen Städten. Das erste Verkehrsmittel, der Bus. Der Bus ist sehr verbreitet. In jeder Stadt gibt es Busse. Auch auf dem Land. Wie benutzt man den Bus? Man geht zur Bushaltestelle, Die Bushaltestelle ist der Ort. wo der Bus hält. Dort wartet man. Dann kommt der Bus. Man steigt ein. Vorne beim Fahrer. Oder hinten. Das hängt von der Stadt ab. Man zeigt sein Ticket. Oder man kauft eins beim Fahrer. Dann setzt man sich hin, Oder man steht. wenn der Bus voll ist. An der richtigen Haltestelle steigt man aus. Man drückt den Knopf. Der Knopf signalisiert, ich will aussteigen. Dann hält der Bus. Und man steigt aus. Das ist einfach. Das zweite Verkehrsmittel, die Straßenbahn. Die Straßenbahn heißt auch Tram, Sie fährt auf Schienen. aber in der Stadt. Nicht alle Städte haben eine Straßenbahn. Aber viele. Berlin, München, Frankfurt. Köln, Dresden, Leipzig. Die Straßenbahn ist praktisch. Sie hat eigene Spuren. Deshalb ist sie oft schneller als der Bus. Kein Stau. Man benutzt sie wie den Bus. Haltestelle, einsteigen, Ticket, aussteigen. Sehr ähnlich. Das dritte Verkehrsmittel, die U-Bahn. U-Bahn bedeutet Untergrundbahn. Sie fährt unter der Erde. Durch Tunnel. Das ist sehr schnell. Kein Verkehr, keine Ampeln. Große Städte haben U-Bahnen. Berlin, München, Hamburg. Frankfurt, Nürnberg. Die U-Bahn hat Stationen. Man geht die Treppe hinunter. Oder nimmt die Rolltreppe. Man wartet auf dem Bahnsteig. Der Bahnsteig ist die Plattform. Die U-Bahn kommt. Man steigt ein. Die Türen öffnen automatisch. Oder man drückt einen Knopf. Man fährt zur gewünschten Station. Dann steigt man aus. Sehr effizient. Das vierte Verkehrsmittel, die S-Bahn. S-Bahn bedeutet Stadtschnellbahn. Sie verbindet die Stadt mit dem Umland. Schneller als die U-Bahn. Aber weniger Stationen Die S-Bahn fährt teilweise unterirdisch. und teilweise oberirdisch. Sie ist wichtig für Pendler. Pendler sind Leute, die zur Arbeit fahren. Von außerhalb der Stadt. Jeden Tag hin und zurück. Die S-Bahn ist praktisch dafür. In Berlin ist die S-Bahn sehr wichtig. Auch in München und Hamburg. Das fünfte Verkehrsmittel, der Zug. Der Zug fährt lange Strecken. Von Stadt zu Stadt. Oder von Land zu Land. In Deutschland gibt es die Deutsche Bahn. Das ist die große Zuggesellschaft. Abgekürzt DB. Es gibt verschiedene Zugtypen. Der ICE. Das ist der schnellste Zug. Intercity Express. Er fährt bis zu 300 Stundenkilometer. Sehr schnell. Der IC. Intercity.
etwas langsamer als der ICE. aber auch schnell. Der RE Regionalexpress. für kürzere Strecken. Zwischen Städten in einer Region. Und die RB, Regionalbahn. die langsamste. Sie hält an vielen Stationen. Gut für kleine Orte. Der Zug fährt vom Bahnhof ab, Der Bahnhof ist das Gebäude. wo die Züge ankommen und abfahren. Große Städte haben große Bahnhöfe. Der Hauptbahnhof. Abgekürzt HBF. Berlin Hauptbahnhof ist riesig. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt sprechen wir über Tickets. Das ist sehr wichtig. Ohne Ticket kann man nicht fahren. Oder man bekommt eine Strafe. Die Strafe heißt Schwarzfahren. Schwarzfahren bedeutet ohne Ticket fahren. Das kostet 60 Euro. Oder mehr. Also, immer ein Ticket kaufen. Wo kauft man Tickets? Am Automaten. An jeder Haltestelle gibt es Automaten. Oder am Bahnhof. Man kann auch online kaufen. Mit der App der Deutschen Bahn. Oder andere Apps. Je nach Stadt. In manchen Bussen kann man beim Fahrer kaufen. Aber nicht überall. Welche Tickets gibt es? Die Einzelfahrtkarte. Für eine Fahrt. Von A nach B. Die Tageskarte. Für einen ganzen Tag. Man kann so oft fahren, wie man will. Sehr praktisch für Touristen. Die Wochenkarte. Für eine ganze Woche. Die Monatskarte. Für einen ganzen Monat. Gut für Pendler. Spart Geld. Das Deutschland-Ticket. Das ist relativ neu. Ja, seit 2023. Es kostet 49 Euro pro Monat. Jetzt etwas mehr. Aber immer noch günstig. Man kann damit überall fahren. In ganz Deutschland. Alle Busse, alle Bahnen. S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn. Nur nicht ICE und IC. Aber alle Regionalzüge. Das ist fantastisch. Sehr praktisch für Reisende. Wie kauft man ein Ticket am Automaten? Das ist nicht schwer. Zuerst wählt man die Sprache. Oft gibt es Deutsch und Englisch. Dann wählt man das Ticket. Einzelfahrt, Tageskarte, etc. Dann wählt man das Ziel. Wohin man fahren will. Dann bezahlt man. Man bezahlt mit Bargeld oder Karte. Das Ticket kommt heraus. Man nimmt es mit. Und muss es manchmal entwerten. Entwerten bedeutet stempeln. Es gibt kleine Stempelmaschinen. Man steckt das Ticket hinein. Es wird gestempelt. Mit Datum und Uhrzeit. Dann ist es gültig. Nicht alle Tickets muss man entwerten. Aber manche. Besser fragen. Jetzt sprechen wir über private Verkehrsmittel. Zuerst das Auto. Das Auto ist in Deutschland wichtig. Viele Menschen haben ein Auto. Deutschland ist bekannt für Autos. BMW, Mercedes, Volkswagen. Audi, Porsche. Alles deutsche Marken. Um Auto zu fahren, braucht man einen Führerschein. Der Führerschein ist die Erlaubnis. Zum Autofahren. In Deutschland ist der Führerschein teuer. Ja, sehr teuer. 2000 bis 3000 Euro. Oder sogar mehr. Man muss zur Fahrschule gehen. Man macht Theorie. Und praktische Stunden. Dann eine Prüfung. Theorie und Praxis. Wenn man besteht, bekommt man den Führerschein. Dann darf man fahren. Was braucht man noch zum Autofahren? Ein Auto natürlich. Man kann ein Auto kaufen. Neu oder gebraucht. Oder man mietet ein Auto. Das nennt man Mietwagen. Es gibt auch Carsharing. Das ist sehr modern. Man teilt Autos mit anderen. Per App. Man bucht ein Auto Fährt, wohin man will. und stellt es irgendwo ab. Jemand anderes benutzt es danach. Sehr praktisch in der Stadt. Was kostet ein Auto? Benzin oder Diesel. Das ist der Kraftstoff. Man tankt an der Tankstelle. Benzin ist ziemlich teuer in Deutschland. Ja, teurer als in vielen Ländern. Außerdem braucht man eine Versicherung. Das ist Pflicht. Ohne Versicherung darf man nicht fahren. Und man muss Steuern zahlen. Die Kfz-Steuer, Kfz bedeutet Kraftfahrzeug. also Auto.
und regelmäßig zum TÜV. Der TÜV prüft das Auto. Ob es sicher ist? Alle 2 Jahre. Autofahren ist teuer, Aber manchmal notwendig, besonders auf dem Land. wo es weniger Busse gibt. Jetzt sprechen wir über die Autobahn. Die deutsche Autobahn ist berühmt, Warum? weil es kein Tempolimit gibt. Auf manchen Strecken. Man darf so schnell fahren, wie man will. Das ist einzigartig. In anderen Ländern gibt es immer ein Limit. Aber Vorsicht! Nicht überall auf der Autobahn. An manchen Stellen gibt es ein Limit. Wegen Baustellen. Oder gefährlichen Kurven. Dann muss man langsamer fahren. Die Schilder zeigen das Limit. Und in der Stadt immer 50, Außerhalb der Stadt 100. wenn kein anderes Schild da ist. Das muss man wissen. Jetzt zum Fahrrad. Das Fahrrad ist sehr beliebt in Deutschland. Besonders in flachen Städten. Wie Berlin oder Münster. Viele Menschen fahren mit dem Fahrrad. Zur Arbeit, zur Schule. Es ist gesund. Und umweltfreundlich. Kein Benzin. Keine Abgase. Nur eigene Energie. In vielen Städten gibt es Fahrradwege. Eigene Wege nur für Fahrräder. Das ist sicherer. Man muss nicht mit den Autos fahren. Es gibt auch Regeln für Fahrräder. Man braucht Licht. Vorne und hinten. Man muss rechts fahren. Auf dem Fahrradweg. Man sollte einen Helm tragen. Das ist keine Pflicht. Aber sehr empfohlen. Sicherheit geht vor. Es gibt auch E-Bike. Elektrische Fahrräder. Mit einem Motor. Der hilft beim Treten. Besonders bei Bergen. Oder wenn man müde ist. E-Bikes sind sehr populär. Besonders bei älteren Menschen. Aber auch bei Jungen. Wenn der Weg zur Arbeit lang ist. Sehr praktisch. Jetzt zum Motorrad. Das Motorrad ist schneller als ein Fahrrad. Aber man braucht einen Führerschein. Einen speziellen Motorradführerschein. Klasse A. Motorräder sind beliebt im Sommer. Bei schönem Wetter. Man braucht einen Helm. Das ist Pflicht. Und gute Schutzkleidung. Sicherheit ist wichtig. Jetzt sprechen wir übers Fliegen. Das Flugzeug ist das schnellste Verkehrsmittel. Für lange Strecken. In andere Länder. Oder andere Kontinente. Man fliegt vom Flughafen. In Deutschland gibt es viele Flughäfen. Frankfurt ist der größte. Dann München. Berlin, Düsseldorf, Hamburg. Wie fliegt man? Zuerst bucht man einen Flug. Online oder im Reisebüro. Man bekommt ein Ticket. Oder eine Buchungsbestätigung. Dann fährt man zum Flughafen. Am besten früh. 2 Stunden vor dem Flug. Für internationale Flüge. Man geht zum Check-in Dort zeigt man seinen Pass. oder Personalausweis. Man gibt sein Gepäck auf. Der Koffer geht ins Flugzeug. Man bekommt eine Bordkarte. Dann geht man zur Sicherheitskontrolle. Dort wird man kontrolliert. Taschen, Jacken, alles. Dann wartet man am Gate. Das Gate ist der Ausgang zum Flugzeug. Wenn der Flug aufgerufen wird, Geht man ins Flugzeug. das nennt man Boarding. Man sucht seinen Platz, Setzt sich hin. schnallt sich an. Und das Flugzeug startet. Nach der Landung Holt man sein Gepäck. am Gepäckband. Und verlässt den Flughafen. Fertig. Jetzt zum Taxi. Das Taxi ist praktisch. Aber teuer. Man ruft ein Taxi. Per Telefon oder App. Oder man geht zum Taxistand. Der Taxistand ist ein spezieller Platz. Wo Taxis warten. Am Bahnhof oder Flughafen. Man steigt ein, Sagt, wohin man will
Der Fahrer fährt los. Am Ziel bezahlt man. Der Preis wird mit dem Taxameter berechnet. Man gibt Trinkgeld. Etwa 10%. In Deutschland gibt es auch Uber. Aber nicht überall. In manchen Städten. Das funktioniert ähnlich. Jetzt sprechen wir über Richtungen. Wie findet man den Weg? Man fragt nach dem Weg. Oder man benutzt das Navi. Navi ist kurz für Navigationsgerät. Oder Google Maps. Wie fragt man nach dem Weg? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station? Können Sie mir sagen, wie ich zur Hauptstraße komme? Ist es weit bis zum Flughafen? Wie lange dauert es zu Fuß? Das sind wichtige Fragen. Welche Antworten hört man? Gehen Sie geradeaus. Geradeaus bedeutet nicht abbiegen. Biegen Sie links ab. Links ist diese Seite. Biegen Sie rechts ab. Rechts ist diese Seite. An der Ampel links. Die Ampel ist das Lichtsignal. Rot, gelb, grün. An der Kreuzung rechts. Die Kreuzung ist, wo zwei Straßen sich treffen. Die erste Straße links. Die zweite Straße rechts. Dann sehen Sie es auf der linken Seite. Oder auf der rechten Seite. Es ist gegenüber vom Supermarkt. Gegenüber bedeutet auf der anderen Seite. Neben der Kirche. Neben bedeutet daneben. Hinter dem Bahnhof. Hinter bedeutet auf der Rückseite. Vor dem Museum. Vor bedeutet davor. Das sind Richtungsangaben. Sehr wichtig. Jetzt machen wir einen Dialog. Jemand fragt nach dem Weg. Entschuldigung, Ja, bitte? wie komme ich zum Hauptbahnhof? Zum Hauptbahnhof? Das ist nicht weit. Kann ich zu Fuß gehen? Ja, es dauert etwa 10 Minuten. Wie komme ich dahin? Gehen Sie hier geradeaus. Okay, Dann an der zweiten Ampel links. an der zweiten Ampel links. Genau. Dann gehen Sie etwa 300 Meter. Okay, Dann sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. auf der rechten Seite. Alles klar. Sie können ihn nicht verfehlen. Vielen Dank. Gern geschehen. Das war ein typischer Dialog. Sehr nützlich im Alltag. Jetzt machen wir einen Dialog am Bahnhof. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte nach München fahren. Wann möchten Sie fahren? Heute Nachmittag. Okay. Der nächste Zug fährt um 14:30 Uhr. Wann kommt er in München an? Um 18:15 Uhr. Das dauert fast 4 Stunden? Ja, es ist ein Regionalzug mit Umsteigen. Gibt es einen schnelleren Zug? Ja, der ICE um 15 Uhr. Wann kommt der an? Um 17:30 Uhr. Das ist besser. Was kostet das? Einfach oder hin und zurück. Hin und zurück bitte. Das macht 89 Euro. Okay. Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, natürlich. Hier bitte. Danke. Hier ist Ihr Ticket. Von welchem Gleis fährt der Zug? Gleis 7. Muss ich umsteigen? Nein, der ICE fährt direkt. Super, vielen Dank. Gute Reise. Das war ein Ticketdialog. Am Schalter im Bahnhof, Schalter ist das Fenster, wo man mit einem Menschen spricht. nicht der Automat. Jetzt machen wir einen Dialog im Bus. Entschuldigung, fährt dieser Bus zum Marktplatz? Ja, dieser Bus fährt zum Marktplatz. Wie viele Haltestellen sind es? Etwa 5 Haltestellen. Können Sie mir sagen, wann ich aussteigen muss? Ja,
Kein Problem. Ich sage Ihnen Bescheid. Danke. Was kostet eine Fahrkarte? Eine Einzelfahrt kostet 2,50 €. Kann ich beim Fahrer kaufen? Ja, aber nur mit Bargeld. Okay, hier sind 3 Euro. Hier ist Ihr Wechselgeld. 50 Cent. Dankeschön. Später. Ist das der Marktplatz? Ja, die nächste Haltestelle. Danke für die Hilfe. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Das war ein Busdialog. Sehr realistisch. Jetzt sprechen wir über wichtige Wörter. Verkehrswörter. Die Haltestelle, Wo Bus oder Bahn hält. Der Bahnhof. Wo Züge ankommen und abfahren. Der Flughafen. Wo Flugzeuge starten und landen. Das Gleis. Die Schiene für den Zug. Der Bahnsteig. Die Plattform am Gleis. Die Fahrkarte. Das Ticket Der Fahrplan. zeigt, wann Busse und Züge fahren. Die Verspätung. Wenn der Zug zu spät kommt. Der Anschluss. Der nächste Zug, den man nehmen will. Umsteigen. Von einem Zug in einen anderen wechseln. Einsteigen. In den Zug oder Bus gehen. Aussteigen. Aus dem Zug oder Bus gehen. Ankommen. Am Ziel sein. Abfahren. Losfahren. Die Richtung. Wohin der Zug fährt. Der Sitzplatz. Wo man sitzt. Der Stehplatz. Wo man steht, wenn alles voll ist. Das waren wichtige Wörter. Jetzt sprechen wir über Durchsagen. Durchsagen hört man am Bahnhof. Und im Zug. Was sagen Sie? Der ICE 572 nach München. Fährt in wenigen Minuten ab. Bitte einsteigen und Türen freimachen. Das bedeutet, der Zug fährt gleich. Eine andere Durchsage. Achtung auf Gleis 3. Ein Zug fährt durch. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Das ist eine Sicherheitswarnung. Noch eine Durchsage. Information zu ICE 572 nach München. Dieser Zug hat leider 10 Minuten Verspätung. Wir bitten um Entschuldigung. Das hört man oft. Leider ja, Die Deutsche Bahn ist nicht immer pünktlich. das ist bekannt. Noch eine Durchsage im Zug. Sehr geehrte Fahrgäste, In wenigen Minuten erreichen wir Frankfurt Hauptbahnhof. alle Reisenden mit Anschluss nach Köln, Steigen bitte in den ICE auf Gleis 5 um. das sind typische Durchsagen. Gut zu verstehen. Jetzt sprechen wir über Verkehrsmittel vergleichen. Welches Verkehrsmittel ist am besten? Das hängt von der Situation ab. Für kurze Strecken, Zu Fuß gehen ist am besten. gesund und kostenlos. Das Fahrrad ist auch gut. Schneller als zu Fuß. Für mittlere Strecken in der Stadt Bus, U-Bahn, Straßenbahn. praktisch und günstig. Für längere Strecken Der Zug ist oft am besten. schnell und bequem. Man kann arbeiten oder lesen. Im Auto muss man fahren. Im Zug kann man entspannen. Für sehr lange Strecken, Das Flugzeug ist am schnellsten aber auch am teuersten. und nicht umweltfreundlich. Das stimmt. Der Zug ist besser für die Umwelt. Das Auto? Das Auto ist flexibel, Man kann überall hinfahren. wann man will. Aber es gibt Stau. Und Parkplatzsuche, Und es kostet viel. Benzin, Versicherung, Steuern. Jedes Verkehrsmittel hat Vor- und Nachteile. Man muss entscheiden.
was für einen am besten ist. Jetzt sprechen wir über Probleme. Was kann passieren? Der Zug hat Verspätung. Das ist sehr häufig. Was sagt man? Entschuldigung, hat der Zug Verspätung? Wissen Sie, wann der Zug kommt? Wie lange ist die Verspätung? Was kann man noch sagen? Ich habe meinen Anschluss verpasst. Verpasst bedeutet nicht bekommen. Der Zug war weg. Was tut man dann? Man geht zur Information. Und fragt nach einer Lösung. Gibt es einen anderen Zug? Wann fährt der nächste Zug? Kann ich eine Erstattung bekommen? Erstattung bedeutet Geld zurück. Bei großer Verspätung hat man Rechte. Ab 60 Minuten Verspätung bekommt man Geld zurück. Gut zu wissen. Andere Probleme? Ich habe mein Ticket verloren. Was tut man? Man geht zur Information. Oder zum Schaffner, Der Schaffner ist der Mann im Zug. der die Tickets kontrolliert. Man erklärt das Problem. Ich habe mein Ticket verloren. Können Sie mir helfen? Noch ein Problem? Die U-Bahn ist ausgefallen. Ausgefallen bedeutet funktioniert nicht. Was tut man? Man nimmt ein anderes Verkehrsmittel. Bus oder Taxi? Oder man wartet. Noch ein Problem? Ich finde den Weg nicht. Man fragt jemanden. Oder man benutzt das Handy. Google Maps hilft immer. Das stimmt. Jetzt sprechen wir über Redewendungen. Redewendungen mit Verkehr. Die erste: jemandem grünes Licht geben. Das bedeutet Erlaubnis geben. Wie bei der Ampel. Grün bedeutet los. Der Chef hat mir grünes Licht gegeben. Die zweite: auf dem Holzweg sein. Das bedeutet falsch liegen. Den falschen Weg gehen. Du bist auf dem Holzweg. Die dritte: der Zug ist abgefahren. Das bedeutet, die Chance ist vorbei. Zu spät. Für diese Gelegenheit ist der Zug abgefahren. Die vierte: jemanden aufs Glatteis führen. Das bedeutet, jemanden täuschen. Betrügen. Er hat mich aufs Glatteis geführt. Die fünfte: alle Ampeln auf grün haben. Das bedeutet, alles läuft gut. Keine Hindernisse. Bei diesem Projekt habe ich alle Ampeln auf grün. Die sechste: einen Umweg machen. Das bedeutet, nicht direkt fahren. Einen längeren Weg nehmen. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht. Die siebte: auf der Strecke bleiben. Das bedeutet, aufgeben müssen. Nicht das Ziel erreichen. Einige Bewerber sind auf der Strecke geblieben. Das waren interessante Redewendungen. Ja, sehr bildlich. Jetzt machen wir eine Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Öffentliche Verkehrsmittel. Bus, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Zug. Private Verkehrsmittel. Auto, Fahrrad, Motorrad. Andere Verkehrsmittel. Flugzeug, Taxi, zu Fuß. Tickets kaufen. Einzelfahrt, Tageskarte, Deutschland-Ticket. Nach dem Weg fragen. Wie komme ich zum Bahnhof? Richtungen verstehen. Geradeaus, links, rechts. Am Bahnhof. Fahrplan, Gleis, umsteigen. Probleme lösen. Verspätung, verpasster Anschluss. Und Redewendungen. Der Zug ist abgefahren. Das war viel. Aber sehr praktisch. Verkehr ist überall. Jeden Tag braucht man das. Jetzt könnt ihr in Deutschland unterwegs sein. Und den Weg finden. Gute Reise. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Teilt sie gerne. Mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Und schreibt in die Kommentare, wie fahrt ihr am liebsten? Mit dem Bus, Zug oder Auto. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bei Deutsch für jeden Tag. Tschüss. Auf Wiederhören. Gute Fahrt. Und kommt gut an. Bis bald. Ciao.